Der Kerl drinnen an der Bar, der uns noch angesprochen hat, waren so 5, 6 Leute. Nein, er sagt so, oh, I was watching your bike. It's a great bike. Ah, it's a big one. Und are you happy? Und ich so, ja klar, bin happy. Geilstes Bike ever. Ist es ja auch. Aber dass ich in den letzten 48 Stunden 4 verschiedene Fehlermeldungen habe und durch den Regen gerade ohne Traktionskontrolle und Tempomat fahre, habe ich ihm nicht erwähnt. So ist das mit diesen Motorradgeschichten. Einen Strand müssen wir zumindest besucht haben, wenn wir hier um Kerry rumfahren. Kommen Sie, Mademoiselle. Hopp. Das sieht doch hübsch aus. So viel Badestrand und so viel schlechtes Wetter und niemand badet. Schau dir diese Prachtburschen an. Hardcore. Kommen wir schon ein bisschen nach Pussy vor. Wir denken uns hier, Mann ist es feucht, Mann ist es nass. Sie denken sich, Badewetter. Das nenne ich mal Mindset. Jetzt ist ungünstig. Motorkontrollleichter im Sinne von, es beschleunigt auch nicht mehr. Ich würde sagen, über den Berg drüber müssen wir sowieso. Und drüben geht's runter, aber ja, schau mal nur, was hier so steht. Wir können ja Warnblinkanlage anmachen, weil Geschwindigkeitsregelung, MTC, Wartung ist normal, ACC. Wir versuchen es mal, was das so macht. Ob es einfach fährt noch. Ja, also schau, ich kann ganz am Gas ziehen, aber er beschleunigt nicht mehr. Aber schauen wir mal, dass wir über den Berg kommen. Können wir mal zumindest stehen. Genau, schalten wir mal aus. Du Schmuckstück! Du musst den Urlaub durchhalten. Nicht ein bisschen Regen hier. Bist du ein österreichischer Prachtbursche? Der kann doch nicht einfach bei ein bisschen irischen Regen hier komplett Totalausfall machen. Also ich glaube, es ist weg, aber ich glaube, es kommt wieder. Ja, ist weg. Die Anzeige vom Gang, die zeigt ja normal immer da an und ich denke mir die ganze Zeit, spinne ich oder habe ich mir das eingebildet, dass es das gibt? Aber ja klar, hier wird normal der Gang angezeigt, da steht neutral oder 5 oder... Das fühlt sich schon sehr adventurous an. Wenn ich jetzt auch noch durchs Wasser fahre, dann fühle ich mich wie King Adventure, fühle ich mich dann. Ziemlich viele Warnmeldungen für so einen ganz normalen Tag. Perfect. Have a good day. Während dem Bergauffahren lässt der Schub nach. Ziemlich lol. Aber gerade noch über die Rampe gekommen. Aber das ist auch schlecht, weil ich habe einfach gehofft, sie geht weg. Aber sie geht nicht weg. Alles am Ausfallen hier. Wenigstens riecht sie gut nach Meer. Das ist schön. Mehr geht nicht mehr, Schatz. Juhu! So, sagen wir mal Hallo. Ich glaube, der Eingang ist hier wahrscheinlich.
Wahnsinn, Tagesetappe geschafft, ziemliches Sauwetter, ziemlich feucht. Alles bei der KTM hat eine Fehlermeldung, außer der Sitzheizung, der Handgriffheizung. Und zum Ende ist auch wieder das Gas ein bisschen gegangen. Jetzt mal rumtelefonieren und die Lage checken, aber das war's von der Halbinsel Kerry. Wir haben auf gut Deutsch nichts gesehen, ihr habt vielleicht ein bisschen mehr gesehen. Aber es war ziemlich regnerisch, ziemlich kalt. Ich pack's jetzt, meine Freundin ist hungrig. Einen herzlichen guten Morgen an Tag 12, gleich geht's weiter beim Motorrad. Also, hallo. Wir haben wirklich ganz komische Zustände. Eigentlich haben wir aktuell keine Fehlermeldung mehr. Außer der Wartung, was soweit in Ordnung ist. Aber die Knöpfe zum Setzen der Geschwindigkeit sind komplett außer Funktion. Die tun einfach gar nichts mehr. Und hier sollte er eigentlich auch anzeigen, welchen Gang er hat. Aber er zeigt auch gar nichts an. Das habe ich mich gestern ein bisschen schlau gemacht und wir können auf jeden Fall mal schauen, ob alle Sicherungen noch in Ordnung sind. Ich gehe davon aus, dass alle Sicherungen in Ordnung sind. Aber ich finde es sehr merkwürdig, dass Funktionen gar nicht funktionieren beim Motorrad und es keine Fehlermeldung anzeigt. Fragwürdig. Und ja, irgendwas, wenn es einen Kurzschluss hat, müsste es eigentlich anzeigen. Ich hatte das schon bei der S1000R, da war der Hauptkabelstrang durchgewetzt. Aber erst nach 5 Jahren, und ich hatte es bei der Z1000, da war der Hauptkabelstrang durchgewetzt nach einem Jahr. Und wenn du irgendwo nur einen Kontakt hast zwischen halt einem Leiter und dem Rahmen oder irgendwas und natürlich auch bei Regen, dann mit der Feuchtigkeit, wenn du da irgendwo einen kurzen drin hast, dann spielt die Elektronik meistens komplett verrückt. Und dann nutzen auch keine Sicherung und kein sonst was, dann hast du einfach ein Riesenproblem. Im Best Case ist irgendein Problem mit einer Sicherung. Im Standard Case ist irgendwo ein offenes Kabel, das irgendwo Probleme macht. Wenn es feucht ist, was ziemlich übel ist, finden wir vielleicht raus. Yes, kann man erkennen. Absolut perfekt. Wäre aber auch echt nicht das Fehlerbild, das wir hätten. Wichtig, auf jeden Fall immer das Motorrad ausschalten, wenn ihr irgendwas daran macht. Hat mir zweimal schon den Arsch gerettet, weil die Z1000 hat gesagt, mein Schlüssel ist nicht mehr mein Schlüssel wegen dem Kurzschluss. Und weil ich im zündungsallen Zustand die Sicherung rausgezogen hat es einen kurzen und hat sich wieder resettet und hat meinen Schlüssel wieder erkannt. Musste ich dann bei der Rückfahrt aus Italien bei jedem Tankstopp machen, damit ich wieder weiterfahren konnte. Mit meinem Glück ist es schon ein Riesenglück. Sie läuft immerhin. Wenn man irgend sowas macht, auch immer die Wahrscheinlichkeit, dass es danach weniger funktioniert als davor. Deshalb fürs erste Mal Glück gehabt. Den kleinen Funken habe ich auch gesehen beim Wiederreinstecken der Sicherung. Die fährt gleich gut wie gestern Abend. Der Schaltautomat geht nicht nach oben, der Tempomat macht keinen Fehler, aber man kann ihn auch nicht setzen. Im Plus und Minus tut gar nichts. Aber sonst fährt sie zieht, sie bremst. ABS sollte ein anderer Kreislauf sein, also sollte funktionieren. Zeigt auch keinen Fehler, aber wenn schon Sachen nicht funktionieren und keine Fehler zeigen, ist die Frage, ob es klug ist, damit weiterzufahren. Aber ich glaube, alles Wichtige funktioniert. Das heißt, weiter geht's in den Urlaub. Hoffentlich problemlos heute. Bereit? Das ist schon ein Strand. Und hier hätte ich mit meinem 50-50 Reifen, wenn wir noch Motorleistung gehabt hätten, hätte ich schon geil durch den Sand fahren können. Ich glaube, es wäre echt legal. Also ich habe gerade festgestellt, da hinten gibt es Regen. Da vorne gibt es Regen. Wir sind genau in der Mitte drin. So wie es aussieht, ist bei uns alles gleich wie gestern. MTC und Geschwindigkeitsregelanlage. Das Gas, die Beschleunigung fehlt irgendwie, also er bricht ab und du ziehst am Gas an und sobald du ihn über einen Zentimeter bewegt hast, nimmt er das Gas komplett raus. Und jetzt ist auch wieder die Motorkontrollleuchte angegangen, was ziemlich übel ist, aber eigentlich besser im Sinne von die Gasannahme ist jetzt konstant, bricht nicht mehr ab, aber ist ca. 1% der Gesamtleistung. Das Problem, ich glaube, wir kommen wirklich nicht drum herum, dass wir einfach, wenn wir irgendwie mit dem Moped noch mehr fahren wollen als auf der Leistung einer 50 Kubik Vespa, dass wir sie zum Service stellen. Weil aktuell fahren wir ungefähr so. Wir waren gerade echt stolz, dass wir einen Traktor überholt haben, der ungefähr 30 gefahren ist. Und die 80 km/h ist so echt Maximalgeschwindigkeit wahrscheinlich. Bergauf ist schon echt hart. Regen kommt aus 2 Richtungen. Und wir gehen auf Tauchstation. Spring rauf, gute Fahrt. Wir sind in Dingel angekommen. Hier quietscht auch die Vorderbremse. Echt erbärmlich, wenn die Vorderbremse quietscht. Also was macht ein Real Biker auf dem Weg über Dingel? Er geht Schafe streicheln auf dem Weg.
Wir sind hier auf der wunderbaren Halbinsel Dingle. Heute ist regnerisch, aber viel besser als gestern. Also gestern hat es kontinuierlich Wasserkübel auf uns geleert. Heute sieht man zumindest was. Gestern haben wir auch durch den Nebel maximal 10 Meter weit gesehen. Cool, dass wir auch wieder ein bisschen was von diesem Urlaubstag haben. Moped macht aber weiter Sorgen. Wir haben weniger PS als eine Tenere 700. Ich würde auch mich echt wieder mal freuen, wenn das Wetter nicht ganz so pissig wäre, weil dann können wir auch wieder mal die Drohne starten, weil diese Strände und diese Buchten sind schon wirklich hammer genial. Und da hinten baden Leute, oder? And all I've done for want of wit to memory I can't recall. So fill to me the parting glass. Super lecker da drin. Okay, ja dann, ich glaube, nehmen wir. Würde ich sagen, Essenspause mit Yoda. Richtig. Wenn aus dem wilden Stier auf Steroiden und Kokain ein lahmer Esel wird, KTM. Wir müssen den Berg hoch. Mehr geht nicht. Lassen wir die anderen vorbeifahren. Vorher hatten wir 1 PS, aber konstant. Jetzt haben wir die Leistung, aber sobald ich Gas gebe, 0 PS. Ist das episch? So habe ich mich gefühlt, wie ich 14 Jahre alt war und der 15 Kubikroller uns auf die Alm geführt hat. Und Maro musste meine Schwester absteigen, weil es zu wenig Leistung war. Aber hey, er hat es geschafft. Danke. Alles wieder weg, aber voll gedankt. Good night and joy be. Hallo, wir waren gerade beim Spar und haben eine leckere Jause eingekauft, weil morgen wird er gewandert. Und jetzt hoffen, dass ABS... Nee, das verschwindet gleich. Ja, warte, links fahren, überhaupt fahren. Dank meiner super smarten Freundin haben wir jetzt diese Fehlermeldung hier richtig verstanden. Ich dachte immer, es geht um den Tempomat, aber wir sehen manchmal auch ACC als Fehlermeldung. Aber nein, hier steht Geschwindigkeitsregelung, eigentlich ganz deutlich. Und das ist quasi, wenn ich Gas gebe, dann bleibt die Leistung weg bei 1%. Das wird lustig. Ja, alle Kabel zumindest sind bombenfest, also daran kann es nicht liegen. Machen wir jetzt den Megatest. Wir schalten die Alarmanlage ein. Also ich entferne mich und wir schauen jetzt, bei welchen Bewegungen die Alarmanlage auslöst. Schupf es mir einfach mehr von der anderen Seite. Genau. Okay. Und ist es laut, findest du? Der Helm dämpft schon. Komm, hauen wir ab hier. Das ist schon adventurous, wenn du nicht schneller als 36 fahren kannst. Alter. Boom, du geiles Stück, Alter. Du schaffst das. Im Verhältnis zum letzten Fahren auf jeden Fall schlechter. Boah, jetzt ist echt übel. Ich mache heute ein schnelles Update für meine liebe Freundin. Dingle war eine nette Insel, war schön. Wir haben auf jeden Fall gesehen, dass in Kerry wieder Weltuntergang war. Sehr touristisch viel los gewesen. Wir haben einfach gesagt, wir fahren alle durch. Es hat gerade geregnet, ihr habt es gesehen. Also vielen Dank fürs Zusehen. Lasst ein Like und ein Abo da. Bald geht es weiter mit der Reise und vor allem nach den 2 Tagen Wandern wird sich wahrscheinlich irgendwas mit Gasregelung tun. Vielleicht heute mal mit KTM telefonieren. Vielleicht haben sie eine Lösung. Ciao. Hallihallo, liebe Leute, ein kleines Update von mir. Und zwar, ich glaube, das ist nicht absolut ganz ersichtlich, wie sich die beiden Fehlerbilder hier zeigen. Und zwar, es gibt 3 Zustände. Zustand Nummer 1, das Moped fährt, alles ist perfekt, Leistung, Gasannahme funktioniert. Andere komische Fehlermeldungen sind präsent. Dann gibt es das Fehlerbild. Die Gasannahme funktioniert noch in irgendeiner Art und Weise normal. Das ist das, was ich als 1% Leistung bezeichne. Heißt, sagen wir mal, die Übersetzung des Gashahns ist komplett anders. Du kannst ihn voll am Anschlag drehen, aber du hast maximal noch 1% Leistung. Du beschleunigst sehr langsam, aber das Motorrad fährt. Das Motorrad fährt eben so ungefähr maximal 80 km/h. Du kannst dich darauf verlassen, dass du quasi im Verkehr ein normaler, langsamer Teilnehmer bist.
Du beschleunigst konstant, wahrscheinlich so ungefähr bis 60, von 60 bis 80 wird es sehr langsam, aber du kannst das Fahrzeug eigentlich relativ sicher bewegen. Und dann gibt es den Zustand Nummer 3, der quasi in diesem Video erstmalig erschienen ist. Das Fahrzeug hat eigentlich noch die Leistung, aber sobald du nur einen Zentimeter am Gashahn ziehst, bricht die Leistung komplett weg und dann kannst du dich quasi auf nichts mehr verlassen, so wie bei dieser kleinen Auffahrt nach der Fähre. Ich wäre fast nicht den Hügel drüber gekommen. Man hört es ja quasi, dass der Motor richtig so auf die Art anfängt zu stottern oder diesen anderen Hügel hinauf. Man konnte sich wirklich nicht darauf verlassen, dass du quasi im normalen Straßenverkehr nicht ein Hindernis bist. Und nachdem dieses Fehlerbild komplett neu war und an diesem Tag erstmalig aufgetreten ist, wird das natürlich auch eine kleine Wende in unseren Entscheidungen, wie es mit dem Urlaub weitergeht, in Kraft treten. Dementsprechend vielen, vielen lieben Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, diese Reise gefällt euch dennoch. Lasst auf jeden Fall ein Like und einen Kommentar da. Ich freue mich sehr. Ein Abo natürlich auch gern gesehen. Macht es ganz gut. Bis bald. Tschüss.